So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Drittes Video hier aus Portugal vom XL Lagares oder eher XS Lagares, wie ich es nennen würde. Wir sind jetzt gerade zeitmäßig hier nach dem zweiten Rennen. Ich hatte heute Morgen aber echt, es ist mir ein bisschen die Lust vergangen, überhaupt noch irgendwas zu machen, von videomäßig, weil Free Practice lief mega gut, war Zweiter gewesen, habe mich echt super wohl gefühlt. Und dann dann war die Startaufstellung eben und wir waren alle da, haben unsere Gates gemacht und wir hatten extra ein Riders Meeting und wir haben so viel Zeit damit verbracht, irgendwie versuchen, ein Rennformat auf die Beine zu stellen. Und dann kommt einfach der Weltmeisterschaftschef, also von der Organisation quasi, von der West, kommt einfach am Start und sagt, ja, sie haben alles versucht, aber er sieht es jetzt halt nicht so und sie machen das jetzt halt nicht als Weltmeisterschaftslauf. Also quasi, wir fahren halt einfach für nichts und es gibt keine Punkte für die WM, was ich mega dumm finde, weil wir halt alle jetzt die ganze Zeit mit dem Wissen dafür da geblieben sind und das alles gemacht haben, weil einfach nur, um hier im Kreis rumzufahren, im Matsch, seine Gesundheit zu riskieren und so, macht wenig Sinn. Wir bezahlen, um hier zu sein, wir bezahlen viel Geld. Ihr habt ja gesehen, was wir hier für einen Aufwand machen und das ist einfach... sorry, da hat gerade irgendeiner sein Motorrad versenkt und gerade das erstmal wieder angemacht. Ja, wir machen hier so einen riesen Aufwand. Wir trainieren, wir bezahlen Geld, Flüge, Hotels, Mietwagen. Hier sind 5, 6 Leute und jetzt ist es halt alles für umsonst. Natürlich ist es kein schönes Rennen und es macht nicht übelst viel Bock, da zu fahren. Aber wenigstens, ich meine, das sind die besten Hard-Enduro-Fahrer auf der Welt und es ist halt irgendwie Hard-Enduro, oder? Ja, es ist nicht perfekt, aber ich hätte wenigstens gedacht, dass sie die Eier haben und es durchziehen, aber ja, ist halt jetzt ein bisschen schade. Jetzt eiern wir halt im Kreis rum. Im ersten Rennen habe ich mega verkackt. Also fahren und meine Meinung zur Serie hat 0 Auswirkungen. Im Gegenteil, ich will ja eher Punkte haben und damit hätte ich jetzt verkackt und hätte wenig Punkte. Aber ja, auf jeden Fall, erstes Rennen lief überhaupt nicht gut, mega verkackt. Zweites Rennen war jetzt ein bisschen besser, aber das Problem ist, sobald man einen kleinen Fehler macht und nasse Hände hat, ist einfach totale Sense. Ich habe mir jetzt einmal komplett frische Klamotten angezogen, weil ja, so sieht es hier aus. Wirklich alles unter Wasser und ich gebe mein Bestes fürs nächste Rennen. Ich versuche nochmal in die Top 5 zu kommen. Ich war jetzt, glaube ich, 9. gewesen oder so. Also schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und ich hoffe mal, dass ihr wenigstens ein paar schöne Bilder habt. Ja, wir geben unser Bestes. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes, baby. You think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily, and I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on you. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you, don't you, don't you? Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found
found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. No, I need it, beat it, before you mess up the mood. Yeah, ooh, I worked too hard for it, and I need it, so please don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. Yeah, don't mess up the mood. Oh, it's so crucial, I gotta keep it. It's in the ass everywhere. No, it's not a secret, and I bet they didn't think that I'd ever get it. Everything you've done, I get it. The life you're dreaming, I live it, and I'm coming in hot. You better get out the kitchen. Yeah, I could make a hit on whatever you pitching. Baby, let me fill up whatever you missing. Or you like it up at the top, it's a better view, isn't it? I'm not surprised at all, no way. Hey, what you need, come on, just pay the fee, I supply it all. Went up the mountain and it wasn't hard to climb at all. At the top I found some relief, you see, so please don't mess up the mood. So, liebe Leute und Kervegäst, das war's vom diesjährigen XS Lagares. Ja, war ein so und soer Tag. Ich meine, für die Meisterschaft ist, oder für den ganzen Aufwand, den wir betreiben, wie schon gesagt, ein bisschen schade. Allerdings bin ich auch ein bisschen depp, dass ich heute Morgen mich da so habe von ärgern lassen. Und durch die negative Einstellung habe ich mir so ein bisschen mein erstes Rennen kaputt gemacht. Fühle ich mich zumindest. Also ich habe zwar Fehler gemacht, aber dann einfach danach keinen Bock mehr gehabt und dachte mir so, oh, warum mache ich das überhaupt? Und zweites Rennen war schon besser und jetzt im dritten Rennen habe ich nochmal richtig Gas gegeben. Ich habe mit Thomas gequatscht und mit dem ganzen Team und die haben gemeint, ich soll es als Training sehen und einfach zu gucken, wie lange ich durchhalten kann und so. Wie gesagt, meine Fitness ist zwar so gut, wie sie jemals war, aber ich habe auf jeden Fall noch viel Arbeit zu tun. Wir haben in 2 Wochen das nächste Rennen zur italienischen Meisterschaft, worauf ich mich mega freue. Endlich mal ein gescheites Rennen, wo man mal wirklich Hallendur fahren kann. Und ja, soweit. Moped ist fantastisch, also echt brutal. Sieht halt jetzt leider ein bisschen aus wie ein Stück Elend, aber ja, das war's aus Portugal. Ich hoffe, dass ihr ein paar geile Clips bekommen habt. Pippo hat auf jeden Fall einen geilen Job gemacht an der Kamera. Könnt ihr ihm auf jeden Fall mal danken. Subscribe doch dem Kanal, würde mich mega freuen. Und ja, weiter geht's. 2 Wochen sehen wir uns wieder. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule but they're falling hard.